Hi, ich bin Frank Heim von Saltatio Mortis. Ihr seht jetzt die School of Metal von Full Force und EMP. Ich werde euch heute ein wenig über den Bass erzählen. Der Bass ist ein sehr wichtiges Instrument im Bereich Musik insgesamt und wir gehen heute ein bisschen auf die Themen ein. Instrumente, was gibt es? Wie kann ich das Instrument spielen? Was für Spielarten gibt es? Dann gehen wir ein wenig auf Technik ein, Rhythmik und Harmonielehre. Viel Spaß dabei! Einige fragen sich sicherlich, ich würde auch gern Bass spielen, wie lege ich denn eigentlich los? Was brauche ich für den Anfang? Wo beginne ich? Ihr könnt in jedes Musikgeschäft reinlaufen und euch da mal Instrumente angucken, was euch gefällt, was euch zusagt. Oder eben euch beraten lassen, vielleicht auch nicht verkehrt. Ihr braucht ein Instrument, völlig egal wie viele Saiten das Instrument hat. Dann braucht ihr einen Gurt. Ich empfehle Security Locks. Das sorgt dafür, dass euch das Instrument nicht aus Versehen runterfällt. Dann braucht ihr ein Instrumentenkabel. Ihr braucht einen Verstärker und einen Gitarrenständer. Im Allgemeinen reicht das schon. In der heutigen Zeit würde ein Online-Kurs oder vielleicht einfach ein Basslehrer auch viel Sinn machen, um einfach mal so die ersten paar Schritte zu gehen. Ich habe hier heute die gebräuchlichsten Bassarten dabei. Ich habe selber, als ich angefangen habe, mit einem viersaitigen Bass begonnen. Das ist zum Beispiel so einer. Der hat von der Gitarre her, die 4 dicksten Saiten der Gitarre sind gleich gestimmt wie dieser Bass, nur der Bass ist eine Oktave tiefer. Das heißt, wir haben hier ein E, ein A, ein D und einmal G. Man kann eigentlich alles damit spielen. In vielen, gerade Heavy-Metal-Bereichen, wird die E-Seite ganz oft auf ein tiefes D, einen Ganzton tiefer gestimmt, um eben einfach ein bisschen mehr Druck und eben dieses tiefe D zu bekommen. Dafür gibt es aber auch andere Lösungen, zu denen wir jetzt gleich kommen. Als Empfehlung kann ich sagen, mit einem Viersaiter zu beginnen, ist sicherlich eine gute Wahl. Damit habe ich eben auch begonnen, aber man kann auch mit einem 5- oder 6-Saiter beginnen. Warum denn auch nicht? Dann habe ich euch hier noch einen 5-Saiter mitgebracht. Der hat die 4 Saiten von einem 4-Saiter und eine tiefere Saite mit dran. Es gibt allerdings auch Ausführungen, die eine dünnere Saite unten dran haben. Die sind allerdings sehr, sehr selten. Und gerade im härteren Musikbereich findet man oft eben Bassisten, die 5 Saiten spielen. Da hat man hier noch ein tiefes H, dann E, A, D und G. Das tiefe D, was ich vorhin angesprochen habe, hat man hier auch. Man kann hier aber eben noch zu 3 weiteren Tönen runtergehen. Der dritte Bass, den ich mitgebracht habe, ist ein 6-saitiger Bass. Davon habe ich ein paar. Ich bin relativ früh auf den 6-Saiter umgestiegen. Das lag aber eher an der Musik, die ich gehört habe. Teilweise progressiv, teilweise aber auch Jazz. Letztendlich wie ein 5-Saiter, nur eben mit einer dünnen C-Seite noch dabei. Das heißt, wir haben hier, der Bass ist rein in Quarten gestimmt, wie auch der 5-Saiter und der 4-Saiter vorher. H, E, A, D, G und ein C. Der Vorteil dieser Instrumente ist natürlich eine enorme Reichweite an Tonmöglichkeiten. Das heißt, von sehr tief bis eben Akkordmöglichkeiten, die man dabei auch spielen kann. Im Endeffekt ist es egal, wie viele Saiten ein Bass hat. Der Bass muss einfach im Bandkontext funktionieren und man hat auch Vorlieben, was das Design angeht oder eben auch den Sound oder die Benutzbarkeit des Basses. In dem Fall, ob sich ein Instrument vielleicht leichter spielen lässt als ein anderes. Und da kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr ein neues Instrument habt oder wenn ihr ein Instrument schon spielt, lasst euch das mal richtig einstellen, damit ihr wirklich gut darauf spielen könnt. So kann man, ich sage jetzt mal, eine Krücke doch eher halt zu einem sehr, sehr brauchbaren Instrument umfunktionieren.
Um den Bass spielen zu können, gibt es verschiedene Spielarten, die relativ oft genutzt werden. Ich möchte euch 4 davon heute vorstellen. Einmal hat man hier einen Wechselschlag mit den Fingern. Das heißt, manche benutzen einen Finger, manche 2, manche 3, manche 4, aber das gebräuchlichste ist mit 2 Fingern. Und man zupft damit die Saiten einfach an. Relativ einfach und man braucht nichts Zusätzliches. Dann gibt es als nächstes noch ein Plektrum. Das ist so etwas. Und das kennt man von den Gitarristen. Damit ändert sich der Sound, weil letztendlich schlägt man jetzt mit Plastik an und nicht mehr mit einem Finger. Das klingt so. Klingt ein bisschen härter und direkter und kann je nach Musikart auch die richtige Wahl sein. Als nächstes haben wir das Slappen. Dabei schlage ich einmal mit der Seite des Daumens auf die Seite des Instruments. Und dann gibt es noch das Pop. Damit ziehe ich mit dem Zeige- oder Mittelfinger eine Seite nach oben. Diese Art von Spieltechnik hört man jetzt weniger im Metal-Bereich. Man hört die eher in Funk- oder Soul-Musik teilweise. Man soll sich das Leben ja nicht schwerer machen, als es ist. Dementsprechend empfehle ich eine gute Technik, vor allem in der Greifhand. Dabei ist meine Empfehlung, schaut immer, dass ihr sehr nah am Bundstab greift. Und zwar so kurz davor. Ich sage immer, erst kommt der Finger, dann der Bundstab und dann ihr selber. Und wenn man das sehr akribisch übt, dann hat man einen sehr sauberen Ton und keine unerwünschten Nebengeräusche, sowas wie das hier. Da hüpft nämlich in dem Fall die Saite auf dem Bundstab und ihr braucht eigentlich viel mehr Kraft, als ihr wirklich benötigt, um diesen Ton zu spielen. Hier zeige ich euch gleich eine kleine Übung, die geht übers komplette Griffbrett und ihr fangt an einer bequemen Stelle an, wo die Bünde ein bisschen weiter zusammen sind. Das heißt, ihr habt nicht so eine große Spreizung in den Fingern, aber wir gehen bei der Übung eben bis ganz tief runter. Guckt mal zu. Wir wollen nicht nur an der Greifhand arbeiten, sondern auch an der Zupfhand. Dementsprechend ist auch hier wichtig, dass wir eine Art Technik entwickeln. Ich empfehle einen Wechselschlag. Das bedeutet, bei Fingern, wir nehmen Zeigefinger und Mittelfinger und spielen diese einfach immer abwechselnd. Völlig egal, ob ich eine gerade Anzahl oder eine ungerade Anzahl an Tönen auf jeder Seite habe. Zum Beispiel bei 2 Tönen pro Seite. Bei 3 Tönen pro Seite wechseln wir immer. Es gibt eine Menge Übungen, die dabei helfen, dies wirklich zu verinnerlichen. Dafür braucht man ein bisschen Zeit, ein bisschen Muße und ein Metronom. Musik besteht nicht nur aus Harmonie, sondern eben auch aus Rhythmik. Wir als Bassisten spielen sehr nah mit Schlagzeug, Loops, Percussion zusammen. Dementsprechend sind wir das Bindeglied zwischen den Rhythmusinstrumenten und allen Instrumenten, die in irgendeiner Form eine Harmonie spielen. Hierbei ist es sehr wichtig, darauf zu achten, wenn ich meine eigene Basslinie kreiere, wer spielt denn eigentlich was? Was gibt es schon
Spielt der Schlagzeuger vielleicht etwas sehr Rudimentäres, dann kann ich mich da dranhängen, indem ich zum Beispiel eine ganz einfache Achtelbegleitung spiele. Oder ich spiele vielleicht noch rudimentärer, indem ich Viertel spiele. Die Möglichkeiten sind dann ein bisschen endlos. Es kommt immer darauf an, wer spielt was, wo spiele ich mit und ich kann auch einfach ausprobieren. Dabei ist es aber wichtig, dass ich die Grundlagen der Rhythmik beherrsche. Ich habe euch eine kleine Übung mitgebracht, das ist eine Rhythmuspyramide. Da spielt ihr quasi von ganzen Noten, halbe Noten, Viertelnoten, Achtelnoten und Sechzehntelnoten und dann wieder zurück. Das heißt, ihr wisst quasi bei jeder Art von Geschwindigkeit, wie fühlen sich die Achtel, die Sechzehntel dazu an, was sind ganze Noten, halbe Noten und damit könnt ihr das Feeling eines Songs oder eurer eigenen Linie besser bestimmen und vielleicht auch auf ein paar andere Ideen kommen, weil ihr sagt, okay, ich höre relativ einfach aus, der Gitarrist spielt jetzt gerade Sechzehntel, muss ich die mitspielen oder spiele ich vielleicht eine passende andere Rhythmik dazu? Jetzt aber erstmal die Übung. Gerade wenn ihr eigene Basslinien schreiben wollt oder in eurer Band vielleicht einfach schreiben müsst, solltet ihr wissen, was kann ich da eigentlich spielen? Ich möchte vielleicht nicht immer nur den Grundton spielen. Und deswegen finde ich es essentiell wichtig, dass man sich ein bisschen mit Harmonielehre beschäftigt. Das Gute am Bass ist, er ist sehr einfach gestimmt. Das heißt, ihr müsst Muster lernen, die ihr überall hin verschieben könnt. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Und zwar eine ganz normale Dur-Tonleiter. Das ist jetzt C-Dur. Kennen wir vielleicht alle aus der Schule. C, D, E, F, G, A, H, C. Und dies klingt am Bass so. Der Vorteil des Basses ist die Stimmung. Wenn ich G-Dur spielen möchte, dann habe ich hier den Grundton. Nicht mehr hier, wie gerade eben bei C. Dann schiebe ich das ganze Muster einfach um eine Seite nach oben. Und schon haben wir G-Dur gespielt, auch wenn wir jetzt vielleicht gar nicht wissen, welche Töne darin vorkommen. Wir können aber auch Cis-Dur spielen. Auf dem Klavier wären das viele, viele schwarze Tasten. Und genauso verhält sich es mit allen Tonleitern auf dem Bass. Wir können die quasi zur anderen Seite schieben oder einfach auf einen anderen Bund. Die Muster sind immer gleich. Und hier beginnt es interessant zu werden. Je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr ich diese Tonleitern auch übers Griffbrett spielen kann, desto einfacher wird es für mich, da eine Orientierung zu haben. Und auch da, unser Gehör gewöhnt sich an diesen Sound, den wir spielen. Und da können wir auf neue Ideen kommen. Vor allem, wenn wir eben, ich sage jetzt mal, uns innerhalb einer Tonleiter für eine Basslinie bewegen. Ist es sehr einfach, da neue Ideen zu generieren, weil ich kann innerhalb dieses Musters, sogenanntes Pattern, verschiedene Kombinationen für mich herausfinden, anstatt einfach immer nur kann ich innerhalb dieser
Tonleiter mich ein bisschen spielerisch bewegen und vielleicht auf eigene Ideen kommen, die ich dann am Schluss verwenden kann. Wichtig ist aber, hört euch immer zu. Da geht es nicht um richtig oder falsch. Es muss einfach gut klingen mit den restlichen Instrumenten. Jetzt spiele ich eine Basslinie von einem unserer Songs von Eulenspiegel, in dem Fall der Refrain. Das ist eine sehr melodische Basslinie. Dementsprechend ist es immer gut, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, was kann man mit Harmonielehre machen, welche Töne passen vielleicht als Übergangstöne dazu. Aber macht euch selber ein Bild. Viel Spaß! Jetzt spiele ich einen Groove für euch von unserem Song Wachstum über alles, in dem Fall das Bass-Intro und das Hauptriff. Der Song wird mit einem Plektrum gespielt und ganz wichtig für euch, die H-Seite ist auf C 1,5 Ton höher gestimmt, weil das Riff eine Leerseite beinhaltet. Viel Spaß damit! Das war's auch schon mit der School of Metal zum Thema Bass. Vielen Dank an Full Force und EMP. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde da auch mal reinlesen und vielleicht die eine oder andere Frage beantworten können. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Musizieren und wir sehen uns sicherlich auf einem Festival.